Hallo Freunde, ich bin glücklich, euch wieder auf meinem Kanal zu begrüßen. Heute werde ich euch eine weitere Handelsstrategie zeigen. Außerdem möchte ich nur zur Erinnerung sagen, dass wenn ihr an meiner geschlossenen Gruppe mit Handelssignalen teilnehmen wollt, dann schreibt mir das Codewort Signale bei Telegram und ich werde euch hinzufügen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Kommentar zu schreiben und Daumen nach oben zu geben. Fangen wir an. Heute werden wir mit einem Startkapital von $27 handeln. Bei der Auswahl einer Position werde ich mich auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, auch Markttrends und Kerzenmuster verlassen. Ich werde versuchen, meine Einlage auf bis zu $12.000 zu erhöhen und ob ich Erfolg haben werde oder nicht, könnt ihr herausfinden, wenn ihr euch dieses Video bis zum Ende anschaut. Außerdem könnt ihr etwas Neues und Nützliches für euch lernen, das ihr dann bei eurem Handel anwenden könnt. Lasst uns nun losgehen und den ersten Einstiegspunkt finden. Das Chart bewegte sich fast eine Stunde lang im Aufwärtstrend und nach der Aktualisierung des Maximums setzte eine Korrektur ein. Es gab einen Test des aktuellen Unterstützungsniveaus und jetzt erreicht das Chart erneut dieses Niveau und ich eröffne einen Aufwärtshandel mit dem Betrag von $27, da der allgemeine Trend immer noch zinsbullisch ist. So, wie wir sehen können, schließt unser erster Handel über dem Einstiegspunkt, was uns einen Gewinn ermöglicht. So, dann durchbricht der Kurs das Unterstützungsniveau und wird für einige Zeit darunter gehandelt. Dann kommt das Niveau zum letzten Höchststand, wo ich einen Abwärtshandel für eine Minute dann eröffne, weil der Kurs vorher von diesem Niveau ausgedreht und einen Rückgang gezeigt hat. Direkt nach unserem Einstiegspunkt sinkt der Chart und testet das Unterstützungsniveau erneut. So haben wir unser Geld verdient. Perfekt! So, schauen wir nun, wie das Marktumfeld aussieht und wählen wir die nächste Position. Der Preis ist in der Zone der horizontalen Trendlinie erschienen. Wie wir sehen können, bewegt sich das Diagramm ziemlich vorhersehbar und nachdem der Kurs eine der Grenzen erreicht hat, beginnt das Chart sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen. Und ich sehe, dass die untere Grenze getestet wird und ich beschließe, einen Aufwärtshandel mit dem Betrag von $97 zu eröffnen, da ich beim letzten Mal von diesem Niveau des Charts aus nach oben gegangen bin. Am Ende ging mein Szenario perfekt auf. Der Chart zeigte wieder Wachstum von diesem Niveau und wir schlossen im Plus. Weiter sehen wir, dass der Preis es nicht geschafft hat, an die Grenzen der horizontalen Trendlinie zurückzukehren und mehrere Kerzen haben bereits unter der unteren Grenze geschlossen. Wir können auch sehen, dass die allgemeine Tendenz auf dem Markt ist nach unten, sodass ein Abwärtshandel sicherer sein wird. Der Höchststand wurde viel niedriger als der vorherige Höchststand gebildet und daher eröffne ich einen Abwärtshandel mit dem Betrag von $186 für 2 Minuten. Die ganze Zeit über bewegt sich der Preis in einer unbestimmten Weise, aber zur gleichen Zeit gab es einen leichten Rückgang auf dem Diagramm, so erhalten wir Gewinn aus diesem Handel. Prima! Schauen wir uns nun die nächste Position an. Nachdem der Kurs unter der unteren Begrenzung gehandelt wurde, ist er in die Zone der horizontalen Trendlinie zurückgekehrt und testet nun erneut diese Begrenzung. Da wir immer noch einen Abwärtstrend haben und der neue Höchststand auf dem Diagramm niedriger ist als der vorherige, denke ich, dass der Preis weiter sinken wird und ich eröffne einen Handel mit dem Betrag der gesamten Einlage für 2 Minuten. So, wie wir sehen können, war der Einstiegspunkt perfekt gewählt und der Chart zeigte einen starken Rückgang und wir schlossen so im Plus.
Schauen wir jetzt uns an, was weiter auf dem Markt passiert. Das Chart hat sich von dem Widerstandsniveau gelöst und zeigt einen starken Rückgang. Jetzt befindet sich der Preis in der Zone der horizontalen Trendlinie und nach der impulsiven roten Kerze beschließe ich, einen Abwärtshandel zu eröffnen, denn angesichts der allgemeinen bärischen Stimmung auf dem Markt denke ich, dass der Kurs weiter fallen wird. So, folglich schließt unser Handel unter dem Einstiegspunkt und wir haben an diesem Handel verdient. Wir haben bereits die ersten $1000 auf unsere Einlage und wir sind erfolgreich auf unserem Weg zu unserem Handelsziel. Ich schlage vor, den Handel fortzusetzen und den nächsten Einstiegspunkt zu wählen. Der Kurs bewegte sich etwa 40 Minuten lang in einem Aufwärtstrend. Dann kam er in die Zone der horizontalen Trendlinie und wie wir sehen können, bewegt sich das Diagramm ganz eindeutig und kommt an die obere und untere Begrenzung der horizontalen Trendlinie. Sobald der Preis wieder an die untere Grenze kommt, eröffne ich einen Abwärtshandel für 2 Minuten. Nachdem der Kurs die untere Begrenzung getestet hatte, begann das Diagramm zu wachsen und das ermöglichte es uns, Geld zu verdienen. So ja, was ist weiter? Wie wir sehen können, bewegt sich der Preis weiterhin in der Zone der horizontalen Trendlinie und ich werde nach einem ähnlichen Szenario handeln. Wenn das Chart die obere Grenze der Handelszone testet, eröffne ich einen Abwärtshandel mit einem Betrag von $2283. Ich rechne damit, dass sich der Preis nach dem Test zur unteren Grenze der horizontalen Trendlinie bewegen wird. Und am Ende geht mein Szenario perfekt auf. Auf dem Chart gibt es einen großen Rückgang und wir sind wieder im Plus. Schauen wir uns nun an, wie die Marktlage weiter aussieht. Das Diagramm kam aus der horizontalen Trendlinie nach oben, zeigte ein gutes Wachstum und begann dann zu sinken, während es das Unterstützungsniveau durchbrach und jetzt nähert es sich dem nächsten Niveau. Da es noch ein wenig hin ist, eröffne ich einen Abwärtshandel mit dem Betrag der gesamten Einlage wieder. So schön, das Chart kommt auf das markierte Niveau und unser Geschäft schließt im Plus. So ja, damit ist unser Handelsziel erfüllt und wir können den Handel für heute beenden. Wie man sieht, ist es nicht schwer, auf der Grundlage von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus Geschäfte zu eröffnen. Natürlich müsst ihr aber auch den Markttrend und andere Aspekte berücksichtigen. Ich hoffe, dass dieses Video für euch nützlich war und euch mein heutiger Handel gefallen hat. Weitere Handelssignale und Handelsstrategien sind in meinem Telegram-Kanal zu finden. Schreibt mir das Codewort Signale bei Telegram und ich füge euch hinzu. Vielen Dank an alle für eure Aufmerksamkeit. Hier werde ich mich dann verabschieden. Abonniert den Kanal, gebt dem Video Daumen nach oben, habt einen guten Handel und mehr profitable Geschäfte. Bis bald!